Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Auch heute möchte ich euch wieder einen Tabak vorstellen. Und zwar handelt es sich diesmal um einen Tabak, den ich vor ungefähr 20 Jahren sehr gerne geraucht habe. Ich war damals absoluter Anfänger im Pfeiferauchen, habe mich so durch die ersten doch sehr billigen bzw. preiswerten Tabak durchprobiert und bin unter anderem auf diesen Tabak hier gestoßen. Ihr habt recht gesehen, es handelt sich um diesen wahren Tabakklassiker hier. Es ist der Exklusiv Sherry und Cherry, ein Tabak aus dem Hause Pöschl. Und dieser Tabak wird halt schon in einer sehr langjährigen Tradition hergestellt, hat auch nach wie vor heute noch seine Liebhaber. Und auch ich habe ihn vor ungefähr 20 Jahren sehr gerne geraucht, habe ihn vor ungefähr 10 Jahren mal wieder geschenkt bekommen. Da fand ich ihn überhaupt nicht mehr so prall, wusste also überhaupt nicht, wieso ich ihn damals so wirklich gern geraucht habe und war halt der Meinung, heute halt, holst dir doch noch mal 'ne Dose, vielleicht hast du ja einfach nur eine schlechte Charge erwischt, gibst dem Tabak noch mal eine Chance und von daher gibt es heute von mir das Review eben zu diesem Tabakklassiker exklusiv Sherry und Cherry von Pöschl. Und die Dose hat mich dieses Jahr gekostet 6,60 € für 50 Gramm. Von daher gehen wir mal ins Eingemachte. Wenn man die Dose öffnet, kommt einem zunächst erstmal dieses Blatt hier entgegen, wo eine grobe Beschreibung des Tabaks gegeben ist. Der Tabak selbst ist in dieser Plastiktüte eingebracht und sehr intensiv in die Dose reingepresst. Man muss den Tabak also wirklich in aller Ruhe erstmal mit den Fingern lockern, um ihn der Dose überhaupt entnehmen und später in die Pfeife einbringen zu können. Das Ganze ist ein sehr, sehr feiner Schnitt, vergleichbar mit einem Zigarettentabak. Und bei genauerem Hinsehen sieht man halt auch, dass neben normalem Virginia-Blattgut auch Orient-Tabake mit enthalten sein dürften. Für dieses Review habe ich mich dazu entschieden, diese Pfauenpfeife zu nehmen. Es ist eine Pfauen Luxus, Modellnummer 4284, eine ganz normale Billard. Und diese hat ein knapp mittleres Füllvolumen mit einer etwas schmaleren Bohrung und ist an sich ideal für Feinschnitttabake, wie beispielsweise hier vom Pöschl den Sherry und Cherry, den ich einfach nur nach meiner Methode in die Pfeife eingebracht, nur locker eingebracht, nicht allzu fest angedrückt habe, um den Tabak dann halbwegs genießen zu können. So, hier ist nochmal kurz die Pfeife. Eine V Luxus, Modellnummer 4284. Eine wunderschöne gerade Pfeife, sehr schöne Verarbeitung. Das Angenehme bei der Pfeife, speziell für diesen Tabak hier ist, der Kopf ist relativ schmal, er ist schlank, er hat eine relativ kleine Kopfbohrung, Füllvolumen ist ein knapp mittleres Volumen und da ja der Tabakschnitt doch sehr fein ist, ein richtiger Feincut, der nahezu schon an einen Zigarettentabak erinnert, ist es auf jeden Fall empfehlenswert, einen Tabak bzw. eine Pfeife zu nehmen, die über keine allzu breite Kopfbohrung verfügt, damit der Tabak nicht zu heiß herunterbrennt. Hier ist nochmal kurz die Dose. Wenn wir die Dose aufmachen, ihr habt sie auch gerade schon im Film gesehen, dann finden wir zunächst erstmal so ein Cover vor, wo halt auch mal kurz der Tabak so ein bisschen beschrieben wird. Entfernen wir dieses Cover, dann sehen wir, dass der Tabak in dieser Dose in einer Plastiktüte eingebracht ist. Hier ist der Tabak selbst nochmal in der Tüte. Ihr habt ihn ja gerade in den Detailaufnahmen schon gesehen.
Und wenn man halt an dem Tabak riecht, so riecht er in allererster Linie sehr süß. Er hat also wirklich eine sehr, sehr süße, leicht fruchtige Note. Und was einem unweigerlich in die Nase kommt, das ist halt dieser Geruch nach Kirsch. Sherry kann ich nur so ganz dezent wahrnehmen. Wenn ich es nicht wüsste, wüsste ich es nicht. Also es ist jetzt kein prägnantes Aroma, wo man sagt, ja, das ist Sherry, der verarbeitet wurde, sondern dieses süße Aroma vollreifer Kirschen ist eigentlich wirklich so im Vordergrund stehen. Und zwar keine Sauerkirschen, sondern richtig süße, knallrote Kirschen. Und der Tabak selbst, im Video habt ihr es ja gesehen, ich habe ihn ja ein bisschen aufgelockert. So sieht der Tabak an sich aus, ist also wirklich halt ein Feincut und zerfasert leicht, lässt sich dadurch halt auch sehr, sehr leicht in die Pfeife einbringen. Der große Nachteil ist halt da eben, dadurch, dass er so fein geschnitten ist, neigt er halt auch dazu, sehr schnell, sehr heiß zu verbrennen. Und aufgrund des Schnittes und aufgrund des Tabaksbildes bin ich der Meinung, und auch vom Geschmacklichen her, der Tabak basiert in allererster Linie auf Virginia-Tabaken. Meiner Meinung nach sind es sowohl Golden Virginias als auch maximal einmalig fermentierte Virginias, also ein sogenannter Cavendish. Aber man kann ja auch so grünlich-gelbliches Blattgut sehen, was eigentlich ein ganz klares Zeichen dafür sein dürfte, dass wir hier mit höchster Wahrscheinlichkeit auch Orient-Tabak verarbeitet hat. Kommen wir aber zurück zur Pfeife. Sie ist ja entsprechend gestopft. Gehen wir jetzt zum eigentlichen Review über. Sehr schön zu erkennen. Der Tabak bäumt sich doch recht stark auf. Es empfiehlt sich daher auf jeden Fall, die Pfeife nicht zu fest zu stopfen und auch auf jeden Fall etwas Platz nach oben zum Rand zu lassen, damit eben halt die Glut und die Asche nicht über den Rand hinausquillt. Bereits nach wenigen Sekunden nach dem Entfeuern spürt man schon so eine leicht würzige Süße, aber eine undefinierbare Süße. Die Würze könnte wirklich von den Virginias und den vermutlich verarbeiteten Orient-Tabaken herrühren. Doch geschmacklich kann ich weder den verarbeiteten Sherry noch die Kirsche an sich wirklich definitiv herausschmecken. Es ist süßlich, es hat leicht fruchtige Noten. Ich kann aber nicht mit Gewissheit sagen, es ist Kirsch oder irgendeine andere bestimmte Frucht. So, Oberfläche ist jetzt geglättet. Ihr seht jetzt ja bereits, der Rand ist jetzt wesentlich großzügiger geworden. Also der Tabak hat sich jetzt nach dem ersten Entzünden die Asche sehr leicht ohne Druck nach unten drücken lassen. Dies ist halt auch einer der Vor- und zugleich Nachteile von diesem Sherry und Sherry von Exklusiv. Es ist nun mal ein Feincut, das heißt, die Tabakschicht, sie verklimmt sehr schnell zu Asche und entsprechend schnell wird man halt, ihr habt ja gesehen, Tabak ist ja übergegangen. Jetzt haben wir hier mittlerweile einen Abstand zum Rand von einem guten halben Zentimeter. Jetzt
Jetzt bringe ich die Oberfläche nur noch gleichmäßig zum Glimmen. Was natürlich nicht zuletzt aufgrund des Feincuts sehr schnell vonstatten geht. Dieser Feincut hat halt eben den Vorteil, er lässt sich sehr leicht in wirklich jede Pfeifengröße stopfen, auch in sehr kleine Füllvolumen. Man sollte aber tunlichst darauf achten, ihn nicht zu fest zu stopfen. Dadurch, dass er so leicht zu stopfen geht, kann man halt auch sehr schnell zu viel reinstopfen, den Tabak dabei zu sehr komprimieren und hat dann später doch Schwierigkeiten, ihn langsam und genüsslich runterzurauchen, so dass eben die Glut zu heiß wird, der Geschmack von vornherein kippt und die Geschmacksnuancen, sofern sie vorhanden sind, fast gar nicht mehr bis überhaupt nicht wahrnehmbar sind. Der leicht bittere Geschmack vom Entzünden des Tabaks, höchstwahrscheinlich bedingt auch durch die verarbeiteten Virginias, ist jetzt nach wenigen Sekunden wieder verflogen. Und übrig bleibt, wie gesagt, eine leichte, fruchtige Süße, die man eventuell noch als Kirsch bestimmen kann. Die ich jedoch auch selbst beim Abgang durch die Nase nicht klar definieren könnte. Und auch den Sherry kann ich nach wie vor nicht geschmacklich herausfiltern. Ein weiterer Nachteil des Tabaks: Er brennt sehr schnell und vor allem halt auch trotz behutsamen Rauchens sehr heiß herunter. Es fällt daher sehr schwer, einen wirklich kühlen Rauch zu bekommen. Selbst wenn man noch so behutsam raucht, er ist deutlich wärmer, als ich es beispielsweise von meinen üblichen Mixtures oder gar natürlich von Ready Rub Flakes oder von Flake-Tabaken gewöhnt bin. Und auch ein Blick jetzt wieder hier in den Kopf der Pfeife. Nach nur wenigen Minuten ist der Tabak bereits zu fast einem Drittel heruntergeklimmt. Und lässt sich geschmacklich immer noch nicht genau bestimmen. Angenehm ist zumindest die Duftnote, also die Raumnote des Tabaks. Sie ist leicht fruchtig, keinesfalls störend, aber auch nicht unbedingt jetzt betörend, wie man es so von manch anderen Aromaten gewöhnt ist. Ich habe den Tabak im Verlauf der Jahre aus unzähligen Pfeifen geraucht. Aus großen Pfeifen, kleinen Pfeifen, Meerschaumpfeifen, Corncobs, aus allem. Wie gesagt, es war ja vor 20 Jahren mein Liebling. Dann habe ich ihn einige Jahre nicht geraucht. Vor 10 Jahren bekam ich ihn einst von dem Vater meiner damaligen Freundin mal geschenkt, der früher selbst Pfeifenraucher war. Es war damals sein Lieblingstabak. Ich hatte mich wie Bolle gefreut, habe ihn geraucht, konnte damals aber schon nicht nachvollziehen, wieso ich ihn damals also Mitte, Ende der 90er so geliebt habe. Und auch heute, ich habe bereits gestern eine Füllung geraucht, rauche jetzt wieder eine Füllung. Ich kann es nicht nachvollziehen.
Der Tabak ist definitiv vom Preislichen her natürlich im unteren Segment angesiedelt. Er kostet ja deutlich weniger als 7 Euro für 50 Gramm. Und ich bin der Meinung, dass der Kaufpreis, der damals ja noch deutlich niedriger gewesen sein muss zu DM-Zeiten, dass der mich in allererster Linie zu dem Tabak gebracht hat, der zudem damals zwischen 1995 und dem Jahr 2000 halt auch an nahezu jeder Tankstelle bei uns hier im Ort erhältlich war. Die Pfeife wird mittlerweile deutlich heiß. Ich ziehe wirklich nur ganz wenig dran. Ich schnippe nur am Tabak. Aber trotzdem, er brennt eben sehr schnell und sehr heiß herunter. Man sollte sich also wirklich gut überlegen, welche Pfeife man hierfür nimmt. Sehr dickwandige Pfeifen wird man sehr schnell an den Finger merken, dass es sehr heiß wird. Ob man dafür eine seiner teuren Pfeifen nehmen möchte, ich rate eigentlich eher davon ab. Ich denke, den Tabak sollte man vielleicht dann eher doch aus einer Korncob genießen oder vielleicht aus einer Meerschaumpfeife oder aus einer Tonpfeife. Definitiv zumindest aus einem Material, das aufgrund des doch sehr heißen Abklimmens keinen Schaden davon tragen kann. Jetzt nach einigen Minuten des Rauchens, es ist jetzt ungefähr schon etwas über 10 Minuten, ist der Geschmack immer mehr am Abflauen. Man spürt jetzt mittlerweile kaum noch etwas. Und auch beim Abgang durch die Nase ist eben nichts mehr groß festzustellen. Also sprich, nach etwas mehr als einem Drittel der Füllung schmeckt der Rauch eigentlich nach nichts. Es ist nur noch warme Luft. Und für mich unverständlich, wie diesen Tabak halt wirklich vor 20 Jahren zu meinen Lieblingen zählen konnte. Von daher, das war es soweit von meiner Vorstellung von Pöschl Exklusiv Sherry und Sherry. Einstiger Lieblingstabak vor 20 Jahren, heute unverständlich, wie er es jemals zu meinem Liebling schaffen konnte. Ich bin schon gespannt, wer von euch seine eigenen Erfahrungen mit dem Exklusiv Sherry und Sherry gemacht hat. Wie ist eure Meinung zu dem Tabak? Seht ihr es ähnlich wie ich oder seid ihr völlig anderer Meinung? Es ist ja nun mal meine individuelle, subjektive Meinung und Erfahrung mit dem Tabak. Vielleicht seht ihr es ja ganz anders. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen unter euch, der diesen Tabak nach wie vor zu seinen Lieblingstabaken zählt. Ihr könnt ja gerne in gewohnter Weise eure Kommentare hinterlassen. Tauschen wir unsere Meinung und Erfahrungen noch ein wenig aus. Es ist auch nicht böse jetzt anderen gegenüber gemeint, dass ich diesen Tabak überhaupt nicht mehr gut heiße. Auch für den Preis von deutlich unter 7 Euro muss ich sagen, er ist das Geld nicht wert, aus meiner Sicht. Ich habe im Laufe der letzten 20 Jahre sehr viele Tabake kennengelernt, die ihr Geld definitiv wert sind und vor allem halt auch, die vom ersten bis zum letzten Zug noch den wahren Genuss versprechen und eben nicht nach wenigen Minuten bereits nur noch heiße Luft sind. Von daher vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich bin auf euer Feedback gespannt. Wünsche ich euch auf jeden Fall weiterhin viel Spaß mit euren Pfeifen und mit euren Tabaken. Bleibt mir gesund und wir sehen uns das nächste Mal wieder auf diesem Kanal hier. Bleibt mir gesonnen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.